Hallo, ich freue mich, dich wiederzusehen. Über zentrale Kraftsysteme hatten wir uns ja schon mal ausgetauscht. Heute möchte ich nochmal über ebene Kraftsysteme mit dir sprechen. Dazu klären wir, was ein allgemeines ebenes Kraftsystem ist und wie man die resultierende darin bestimmt. Wir beobachten, dass die Hackerangriffe auf unsere Drohnen zunehmen. Dabei wird jeder Propeller willkürlich in eine andere Richtung gesteuert und die Drohnen machen das, was die Angreifenden wollen. Sie fliegen chaotisch durch die Luft. Das ist gefährlich und deshalb gilt es herauszufinden, in welche Richtung sie fliegen, damit wir sie einfangen und ihr System neu starten können. Und dabei kommt das allgemeine zentrale Kraftsystem ins Spiel. Um das Problem zu lösen, lass uns kurz zurückblicken. Wie wir bereits wissen, gibt es verschiedene Arten von Kraftsystemen. Eins der bekanntesten ist das zentrale ebene Kraftsystem, welches ich in einem anderen Video genauer vorstelle. Zusammenfassend möchte ich hier nur nochmal sagen, ein zentrales Kraftsystem liegt dann vor, wenn alle Kräfte in einer Ebene liegen und sich alle Wirkungslinien aller Kräfte, die an einem Körper angreifen, in einem Punkt schneiden. Das Zusammenspiel der Kräfte kann nur ein Verschieben des Körpers nach oben oder unten und rechts oder links bewirken. Beim allgemeinen Kraftsystem ist das anders. Da greifen zwar auch beliebig viele Kräfte an, aber die Wirkungslinien schneiden sich nicht in einem, sondern in mehreren Punkten. Dabei gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder die Wirkungslinien schneiden sich in mehreren Punkten, so wie hier, wo sich die 4 Personen um die Klopapierpackung streiten. Oder die Wirkungslinien schneiden sich gar nicht. Das heißt, die Wirkungslinien sind parallel. In diesem Fall können die Kräfte entweder entgegengesetzt gerichtet sein, wie bei dem Kräftepaar hier am Fahrrad, oder die Kräfte sind gleichgerichtet, wie zum Beispiel bei dem Gewichtheber. Es stellt sich nun aber die Frage, wie die resultierende im allgemeinen zentralen Kraftsystem bestimmt werden kann. Das zeige ich dir jetzt an einem Beispiel für ein Kraftsystem, bei dem sich die Wirkungslinien in mehreren Schnittpunkten schneiden. Bei Fragen zu den Themen Kräftepaar und gleichgerichteten parallelen Kräften schau dir auch gern nochmal die anderen vertiefenden Videos dazu an. Schauen wir uns die Drohne von oben an. An jedem Arm der Drohne wirkt eine andere Kraft in eine andere Richtung. F1, F2 und F3. Um die Größe und die Lage der resultierenden zu bestimmen, sind mehrere Schritte notwendig. Zunächst wird der Betrag der resultierenden und der Winkel der Wirkungslinie bestimmt. Da es in einem allgemeinen ebenen Kraftsystem auch zu Momenten kommen kann, wird anschließend das resultierende Moment auf einen Bezugspunkt berechnet. Mit dem Betrag der resultierenden und dem resultierenden Moment kann schließlich der Hebelarm und somit die Lage der Wirkungslinie bestimmt werden. Bevor wir aber mit der analytischen Lösung der Fragestellung beginnen, lege ich mir das Ganze in ein Koordinatensystem, wobei die Lage des Koordinatensystems beliebig ist. Ich wähle es so, dass der Schwerpunkt der Drohne im Koordinatenursprung liegt. Damit kann ich die Berechnungen und Schritte besser nachvollziehen. Das vielleicht als kleiner Hack am Rande. Um die Größe der resultierenden zu bestimmen, wird jede Kraft in ihre X- und Y-Komponenten aufgeteilt. Das machen wir hier beispielhaft für die Kraft F1. Dafür rechnen wir F1x gleich F1 mal Cosinus Alpha, setzen die gegebenen Werte ein und erhalten 1,56 Newton. Und F1y berechnen wir analog dazu mit dem Sinus von Alpha, setzen unsere gegebenen Werte ein und erhalten 3,68 Newton. Genauso verfahren wir auch mit F2 und F3. Die X- und Y-Komponenten der resultierenden ergeben sich dann aus der Summe der entsprechenden Kraftkomponenten aller Kräfte. Entscheidend hierbei ist die Richtung der Kraftkomponenten. Zeigt eine Kraft in die positive Richtung, ergibt sich ein positives Vorzeichen. Zeigt sie in die negative Richtung, ergibt sich ein negatives Vorzeichen, also ein Minus. Es ergibt sich für die x-Komponente folgende Formel. Frx ist gleich F1x minus F2x minus F3x. Wenn alle Werte eingesetzt werden, berechnet sich die Kraft Frx zu minus 4,94 Newton. Und analog für die y-Komponente, Fry ist gleich F1y minus F2y plus F3y.
Jetzt alle Werte einsetzen und Fry ist 4,48 Newton. Um den Betrag von Fr zu ermitteln, ziehen wir wieder den Satz des Pythagoras heran, sodass sich für Fr 6,67 Newton ergibt. Der Winkel zwischen der Wirkungslinie und der x-Achse berechnet sich mit dem Arcus-Tangens. Es ergibt sich ein Winkel von 42,2 Grad. Bevor wir zum zweiten Schritt kommen und das resultierende Moment berechnen, möchte ich gern nochmal das Wissen zum Thema Moment einer Kraft um einen Bezugspunkt auffrischen. Wie wir bereits in einem anderen Video besprochen haben, ist das Moment einer Kraft abhängig von dem gewählten Bezugspunkt und berechnet sich mit der Formel Moment m ist gleich Kraft F mal Hebelarm a. Der Hebelarm ist der senkrechte Abstand der Kraftwirkungslinie zum Bezugspunkt. Also der kürzeste Abstand zwischen Wirkungslinie und Bezugspunkt. Dabei ist der Drehsinn und somit das Vorzeichen des Drehmoments noch zu beachten. Das kann über die rechte Handregel ermittelt werden. Dabei zeigt der Daumen in die positive Drehachsenrichtung und die gekrümmten Finger zeigen in die positive Drehrichtung. Bei der Wassermühle zeigt die Drehachse nach vorne. Die Kraft F bewirkt eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn, was die gleiche Richtung ist, in die auch deine Finger zeigen, wenn der Daumen in die Richtung der Drehachse zeigt. Das Moment hat somit ein positives Vorzeichen. Machen wir weiter mit Schritt 2 des Lösungsweges und ermitteln das resultierende Moment. Dafür definieren wir zuerst einen Bezugspunkt A und legen diesen in den Koordinatenursprung. Der Abstand vom Bezugspunkt A zu den Wirkungslinien der Kräfte entspricht dabei dem Hebelarm der jeweiligen Kraft. Für die Berechnung des resultierenden Moments bilden wir die Summe der Einzelmomente, die wir jeweils mit der Formel m ist gleich F mal a ermitteln können. Wir müssen dabei berücksichtigen, in welche Richtung das Moment wirkt und welches Vorzeichen sich daraus ergibt. Dafür wird die rechte Handregel genutzt. Der Daumen soll in die Richtung der Drehachse zeigen. Da die Drohne auf der XY-Ebene und der Bezugspunkt genau im Koordinatenursprung liegen, ist in diesem Beispiel die Drehachse gleich der Z-Achse des Koordinatensystems. Und die steht senkrecht auf der XY-Ebene. Kraft F1 und Kraft F2 verursachen eine Drehung gegen den Uhrzeigersinn. Das ist die Richtung, in die auch die Finger zeigen, wenn der Daumen in die Drehachsenrichtung zeigt. Daher haben wir ein positives Vorzeichen. Kraft F3 verursacht eine Drehung im Uhrzeigersinn, also entgegengesetzt der Richtung, in die die Finger zeigen. Das Vorzeichen ist somit negativ. Schließlich setzen wir alle Werte in unsere Formel ein und berechnen das resultierende Moment zu 0,736 Newtonmeter. Der dritte Schritt auf unserem Weg zur Lösung führt über den Hebelarm, denn wir werden nun die Lage der Wirkungslinie bestimmen. Uns ist an dieser Stelle bereits der Betrag und der Winkel bekannt. Was uns aber noch fehlt, ist der Abstand zum Bezugspunkt. Wir wissen ja, dass m gleich F mal a ist, also dass das resultierende Moment sich aus der resultierenden Kraft mal dem Hebelarm ergibt. Das stellen wir jetzt nach h, also dem Hebelarm, um, und das entspricht dem Abstand der Wirkungslinie zu unserem Bezugspunkt a. Jetzt kennen wir die Größe der resultierenden, den Winkel der Wirkungslinie, den Abstand der Wirkungslinie zum Bezugspunkt und über das Vorzeichen des Moments auch die Drehrichtung. Und so können wir endlich final unsere resultierende einzeichnen. Wir haben es trotz der Hackerangriffe geschafft, zu bestimmen, welchen Weg die Drohne fliegen wird. Jetzt kann es uns auch gelingen, sie wieder einzufangen. Was für ein Glück und ein Hoch auf die Mathematik. Abschließend möchte ich dir unser Wissen komprimiert nochmal darstellen. Ein allgemeines ebenes Kraftsystem ist dadurch charakterisiert, dass alle Kräfte in einer Ebene liegen. Die Wirkungslinien der angreifenden Kräfte schneiden sich dabei nicht alle in einem Punkt. Möchtest du die resultierende in einem allgemeinen ebenen Kraftsystem bestimmen, so gilt es zunächst, den Betrag der resultierenden und den Winkel der Wirkungslinie zu ermitteln. Im zweiten Schritt bestimmst du das resultierende Moment. Abschließend kümmerst du dich noch um den Hebelarm und kommst so schließlich zu der resultierenden. Okay, jetzt bist du bald ein richtiger Pro. Aber ich unterstütze dich natürlich jederzeit wieder gern, wenn du mich brauchst.